ADP ist einer der weltweit größten Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Geschäftsprozessmanagement. Ja, sie zahlen auch schon seit 49 Jahren eine Dividende, stehen also kurz davor, den Titel eines Dividendenkönigs zu erhalten, also 49 Jahre ohne Dividendensenkung. Und deswegen schauen wir uns heute das Unternehmen mal genauer an. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. ADP eignet sich meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut für einen langfristigen Investor als ja, Kapitalanlage und befindet sich tatsächlich auch vorneweg bereits in meinem Portfolio, also deswegen keine Anlageberatung. Und als Disclaimer, was macht denn ADP? Ja, wie bereits erwähnt, also man bietet Unternehmenslösungen zur Automatisierung von Gehaltsabrechnung, Verwaltung von Steuern, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Konzerne an. Hat da eben umfassende Softwarelösungen, also für Personalmanagement hauptsächlich, das aber auch Bewerbermanagement, Talententwicklung, Leistungsbeurteilungen und Mitarbeiterschulungen etc. mit einschließt und hat da eben cloudbasierte Lösungen auch im eigenen Portfolio, über die man dann das alles steuern kann, also alles, was mit dem eigenen Personal rund ums Gehalt und sich um die Finanzen generell dreht. All das kann dann über eben diese Cloud-Plattform, die ADP hier seinen Kunden bereitstellt, abgewickelt werden. Man ist ein globales Unternehmen, also man bedient hier wirklich Kunden weltweit und hat da einfach schon eine wirklich sehr, sehr starke Marktposition und ja, bietet an sich maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden an, die zu Effizienzsteigerung führen, die Kostensenkung für Personal- und Gehaltsabrechnungsprozesse bedeuten. Und sie sind halt wirklich ganz stark in dieser Bereitstellung automatisierter und cloudbasierter HR-Lösungen. Da sieht man jetzt hier nochmal einen Screenshot vom Payroll-Dashboard. Also da ist ADP also auch in diesem Software-Segment doch ja, gut aufgestellt. Wir schauen uns jetzt als erstes mal hier so einen kleinen Einblick hier in der Investment Presentation an. Also wie bereits gesagt, haben wir eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden US-Dollar, über 100 Milliarden US-Dollar, hatten einen Umsatz von 20 Milliarden 2024, haben ein sehr, sehr gutes Credit Rating von AA- bei S&P und 49 Jahre die Dividende gesteigert. Also auch das wirklich sehr, sehr stark. Man hat auch eine Dividende, die schon über 2% beträgt, also das ist auch schon ein guter Dividendenwert. Wir haben sozusagen auch einen Megatrend, der unter diesem ganzen Investment Case liegt. Und das ist eben dieser Total Addressable Market, der sich hier um Payroll, Workforce Management oder HR dreht. Und der soll laut dem US Bureau of Labor Statistics um 5 bis 6% pro Jahr wachsen in den nächsten Jahren, was natürlich auch schon mal ein sehr, sehr guter Katalysator für die ja, nächsten Jahre ist für ADP und bedeutet, dass der zugrunde liegende Markt schon mal wachsen ist. Hier sieht man sehr, sehr schön die einzelnen Geschäftssegmente aufgeschlüsselt. Einerseits hier dieses PEO also mit 32%, Small Businesses 16%, dann Major Accounts, also die großen Unternehmen 16%, aber auch International zum Beispiel mit 15%. Also man ist hier schon auch sehr, sehr gut diversifiziert, auch wenn hauptsächlich eben PEO ein Bereich ist und das andere eben hier mit dem Employee Management, der einen anderen Bereich sozusagen bildet. Jetzt wird es hier spannend. Hier sieht man mal so einen kleinen Ausschnitt von den Produkten, die man im eigenen Portfolio hat. Also wir haben jetzt hier die ganzen HCM-Plattformen, also die Software, die ADP seinen Kunden anbietet. Einerseits auch tatsächlich am Handy für Small Businesses, also alles, was mit Payroll zu tun hat, Run, um das alles zu verwalten. Dann natürlich Workforce Now oder auch Global Payroll, das sind eben alles wirklich Software-Anwendungen, um die ganzen Prozesse und Strukturen aufzubauen und zu konfigurieren und zu verwalten und so weiter. Und dann hat man hier im ADP-Ökosystem auch noch die eigene Data Cloud, eine eigene Zahlung hier mit Wisely bei ADP, hat hier die Mobile App und sogar einen Marketplace. Also wir sehen, das ist schon auch irgendwo ein bisschen ein Tech-Unternehmen. Man hat hier auf jeden Fall auch ja, einfach ja, eine gute Marktlage mit diesen ganzen AI und beziehungsweise KI und Cloud-basiert getriebenen Produkten im eigenen Portfolio. Ja, wir haben auch hier einen, ja, einen schönen
Rückblick auf die letzten Jahre, was den Umsatz und das Umsatzwachstum anbelangt. Wir sehen jetzt hier auch nochmal die einzelnen Bereiche zusammengefasst, also einmal PEO-Service-Segment und einmal Employer-Service-Segment, was den größeren Anteil mit 13 Billionen US-Dollar darstellt. Und das Wachstum der letzten Jahre war immer so zwischen 3 und 7% in der Regel. Es gab ja auch mal einen Ausreißer mit 10 und 9%. Aber das ist auch so ungefähr, dass man jetzt geguidet hat für die nächste Zeit. Also es ist jetzt kein brutal stark wachsendes Unternehmen mehr, aber es ist auf jeden Fall ein ordentliches Wachstum. Ähm, ja, wenn man dazu noch rechnet, dass jetzt hier auch als Ziel ausgegeben wurde, dass die EBIT-Margen und so weiter und die Earnings per Share deutlich stärker wachsen sollen mit 10 bis 12 bzw. 11 bis 13%, dann ist das doch eine gute Ausgangsbasis, hier sich das Unternehmen mal ganz genau anzuschauen und zu prüfen, ob das als langfristige Investition geeignet ist. Ja, also 7 bis 8% hat man sich hier auf die Fahnen geschrieben als Zahl. Am Investor Day 2021 hat man eigentlich auch relativ gut erreicht und das sieht man auch weiterhin als ja, realistisches Ziel an. Dann ist man auch noch ganz stark hier in Compliance, Risikomanagement und so weiter mit drinnen. Klar, da gibt es so viele gesetzliche Anforderungen im Bereich Arbeitsrecht, Steuern, Sozialleistungen und so weiter. Deswegen ist man da so gut aufgestellt. Macht auf jeden Fall Sinn, das muss man definitiv sagen. Und ja, das minimiert dann eben auch das Risiko von Verstößen und Strafen, was natürlich auch dann wieder ein wichtiges Argument für die Software und für ADP ist. Wir schauen uns jetzt die fundamentale Bewertung an, aber davor würde ich dich bitten, lass doch gerne ein Like für dieses Video da und ein Abo, falls du noch nicht Abonnent auf dem Channel bist. Wenn dir das Video gefallen hat, würde mich auch wirklich sehr, sehr freuen. Vielen Dank dir an dieser Stelle. Ja, jetzt guck mal auf ADP, mal hier zu den fundamentalen Daten im Aktienguide. Sehen, dass der Kurs jetzt hier im Moment ja, knapp oder zumindest gerade eben ein neues Allzeithoch gerissen hat. Laut hier 2,4% Dividendenrendite, KGV 30 im Moment. Also jetzt auch kein spottbilliger Dividendenwert oder ähnliches. Ist schon ja auch eine gerechtfertigt hohe Bewertung, würde ich sagen. Wird sogar jetzt hier in dem Bereich Software und Internet mit einkategoriert und ist in der Industrie Datenverarbeitung. Hier sehen wir eine wunderschöne Dividendenhistorie. Die ist wirklich sehr, sehr nett und ich gehe da auch von aus, dass das Unternehmen weiter seine Dividenden steigern wird. Die Payout Ratio 63%, das ist auf jeden Fall wirklich gut. Wachstum in den letzten 5 Jahren betrug 16,79%. Also das ist auch eine wirklich sehr, sehr gute Steigerungsrate. Von dem her alles im grünen Bereich hier bei Automatic Data Processing. Die Analysten sagen im Moment zu 80% halten. Ich muss natürlich auch dazu sagen, das Unternehmen ist schon sehr, sehr lange in meinem Portfolio. Das heißt, ich habe jetzt nicht in den letzten Wochen hier mich bei ADP eingekauft. Nur das mal noch zusätzlich als Disclaimer dazu. Und ich sehe jetzt im Moment den Einstieg vielleicht jetzt auch nicht als beste Möglichkeit hier an. Ja, im Vergleich jetzt hier zum S&P 500 sehen wir, dass wir vor allem in den schwierigeren Phasen, jetzt hier in der Inflationskorrektur, deutlich besser gelaufen sind wie der S&P 500 und in der anderen Zeit, ja, sind wir ein bisschen so hinterhergehinkt, kann man sagen. Ich meine, wenn wir jetzt den Total Return noch hier einblenden, sehen wir schon, dass Automatic Data Processing S&P 500 über weite Strecken outperformt hat, aber ohne Dividenden wird es dann schon relativ knapp. Also es ist auch, sage ich mal, so ein bisschen ein Ruhepol einfach in meinem Portfolio, weil das Unternehmen eben jetzt nicht diese starken Korrekturphasen hat oder auch nicht mitgemacht hat, wie das der S&P 500 zum Beispiel gemacht hat. Also ähnlich wie bei United Healthcare eben hier so ein bisschen als Anker mit ja, dem Potenzial, dass man trotzdem den S&P 500 mit der Dividende outperformen kann. Also das ist definitiv möglich, finde ich. Ja, im Qualitätscheck haben wir einen Score von 14 von 15 Punkten, also auch das wirklich stark. Wir haben nur einen Punkt Abzug beim Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre. Ja, das hat natürlich jetzt auch viel mit Corona zu tun gehabt, dass wir hier so ein bisschen stagniert sind mit dieser unsicheren Lage und dass ja kurzfristig auch mal sehr, sehr viele Leute den Job verloren haben und so weiter. Aber starkes Umsatzwachstum. Dennoch, Earnings per Share Wachstum in den letzten 5 Jahre 11,6%, auch das wirklich gut. Eigenkapitalrendite 86,92%, Nettogewinnmarge 18,8%, also das ist auch wirklich schon ziemlich stark. Kann man auf jeden Fall nicht sagen, was die aktuelle Bewertung angeht. Wenn wir uns hier das mal anschauen auf
Fair Value zum Gewinn im letzten Jahr, dann sehen wir, dass wir im Moment schon überbewertet sind mit so 15% Überbewertung. Also das ist auch ja, jetzt in der historischen Vergleich tatsächlich ein relativ hoher Kurs. Hier hatten wir 2022 aber auch schon mal diese Überbewertung. Grundsätzlich denke ich aber trotzdem, vor allem auf Dreijahresbasis, dass wir jetzt hier über diese Korrektur, die so lange gedauert hat, durchaus etwas an Bewertung abgebaut haben, was das Unternehmen ja, schon irgendwo attraktiv erscheinen lässt. Ja, bei dem Piotrowski F-Score haben wir wahnsinnige Punkte von 8 von 9 Punkten. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Es gibt nur Punktabzug bei der Verschuldung, weil die eben leicht gestiegen ist, aber ist jetzt kein Problem. Dividendenadel haben wir einen 4 von 4 Punkten Score, also auch das völlig klar. Also das Unternehmen zahlt schon so lange Dividende und kann die so gut steigern. Also ein wirklich sehr, sehr sicherer Dividendenzahler. Ja, jetzt kommen wir mal zur Charttechnik und der Performance der letzten Jahre. Wir sehen, ich habe jetzt hier meinen obligatorischen Trendkanal mal eingezeichnet und können gut feststellen, dass wir hier 2022 kurz vor dieser Korrektur, beziehungsweise ja, 2022 Anfang, uns hier am oberen Ende des Trendkanals befunden haben und haben uns jetzt eigentlich so lange seitwärts bewegt bis 2024. Das Unternehmen hat natürlich weiter seine ganzen Produkte vertrieben und seine Dienstleistungen angeboten in dieser vergangenen Zeit. Das sind über 1000 Tage hier in dieser Seitwärtsphase. Und in dieser Zeit konnte man einiges an ja, Bewertung abbauen, Umsatzwachstum, Earnings per Share Wachstum und so weiter betreiben, was das Unternehmen jetzt eben auch ja, deutlich besser macht, wie es noch 2021 war. Also von mir, meines Erachtens nach, diese Seitwärtsphase definitiv gut. War jetzt eben keine Korrektur über die Tiefe, wie es jetzt zum Beispiel 2020 der Fall war, sondern eine schöne Korrektur über Zeit, von dem her alles im grünen Bereich. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Auch grundsätzlich hier dieser langfristige Aufwärtstrend ist wirklich sehr, sehr schön, der seit mindestens 2008 hier schön gleichmäßig läuft. Ja, mittelfristig gucken wir uns das Ganze hier noch an, wie gerade bereits erwähnt. Also das ist jetzt hier mehr oder weniger die Range, sind jetzt hier tatsächlich auch schon auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen. Ich gehe auch davon aus, dass jetzt hier diese ganze Bodenbildung in der Seitwärtsphase abgeschlossen wird und wir jetzt hier dann neue All-Time-Highs sehen werden. Kurzfristig haben wir jetzt hier noch keinen Trendbruch oder ähnliches. Es wäre dann erst bei 268 US-Dollar der Fall. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal auf 250 US-Dollar runterkommen. Da würde es tatsächlich auch mittelfristig vielleicht Sinn machen, eine erste Position zu eröffnen. Es ist jetzt keine historische Kaufchance mehr. Also die waren halt irgendwo hier unten mal, vielleicht um die 210 US-Dollar, aber auch das es ist jetzt eben eher eine Korrektur über Zeit und nicht über die Tiefe, aber vielleicht als erste Position, um eine Tür, um einen Fuß in die Tür zu stellen, sind diese 250 US-Dollar schon auch psychologisch als wichtige Kursmarke zu sehen. Ja, jetzt schauen wir hier nochmal auf die Daten, was TradingView hier dazu sagt. Hier werden jetzt knapp 2% Dividendenrendite ausgewiesen. Also wir haben natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten da auch eine deutlich höhere Dividendenrendite bekommen, wie es aktuell der Fall ist. Die Bewertung ist im Vergleich der letzten Jahre ja relativ im Schnitt. Also da kann man sich jetzt eigentlich nicht sagen, dass das jetzt deutlich günstiger ist oder ähnliches. Aber hier Growth and Profitability, also Net Margin ist langfristig stark steigend. Net Income konnte gut gesteigert werden. Das gleiche gilt für der Umsatz. Wichtigster Markt ist United States, ja, ist klar, also mit 88%. 7,5% ist hier in Europa und 2,4% in Kanada. Also man ist extrem stark in den USA aufgestellt. Die Verschuldung ist wirklich richtig gut. Also man hat hier eigentlich praktisch keine Schulden. Man könnte die fast mit den ganzen Cash-Beständen alleine tilgen und mit einem Jahr des Free Cashflows wären die ganzen Schulden futsch. Also deswegen eben auch dieses sehr, sehr gute Credit Rating von S&P. Das war ja AA-, meine ich. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Position, in dem das Unternehmen auch ist. Schauen wir uns mal den Free Cashflow an in den letzten Jahren. Auch der wirklich sehr, sehr schöne langfristige Steigerung. Ist jetzt auch wieder eher ja, ein bisschen stärker am Wachsen, nachdem jetzt hier eine längere Seitwärtsphase mal von 2020 auf 22 zu sehen war. Aber hier auch definitiv ein langfristiger Trend nach oben zu sehen.
Jetzt schauen wir noch die Netmargen, die EBITDA-Margen im historischen Vergleich an. Und hier sehen wir, 2018 hat die Netmarge noch 14,14% betragen. Mittlerweile haben wir hier schon 19,5%. Also man ist immer mehr ja, dabei, das eigene Unternehmen profitabler zu machen. Und das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Also das schaffen sie hier wirklich gut. Und ich gehe auch davon aus, dass das Wachstum hier aus diesen Margen ja, zusätzlich den Kurs befeuern wird. Die Total Common Shares Outstanding, wir hatten hier im Jahre 2018 438 Millionen, haben jetzt nur noch 408 Millionen, also das ist auch schön. Man zahlt so ungefähr im Jahr 1% seiner ausstehenden Aktien, kauft man zurück, also das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Führt natürlich dann auch dazu, dass der Shareholder Yield steigt. Ja, Payout Ratio 60% im letzten Jahr gewesen. Haben jetzt schon eine höhere Dividendenrendite natürlich auch letztes Jahr gehabt mit 2,3%. Aber ist jetzt im Moment mit 2% ja immer noch sehr, sehr hoch. Was den Ausblick betrifft, also da sagen die Analysten, dass das Earnings per Share Wachstum wirklich rasant weitergehen soll. Da sieht alles sehr, sehr schön aus. Und das Umsatzwachstum ebenfalls soll zwar nicht so ganz stark wachsen wie die Earnings per Share, aber auch hier wirklich gutes Wachstum noch in dem Unternehmen mit drinnen. Ja, jetzt nochmal zu meiner Meinung zu dem Unternehmen. Also ich bin investiert auch schon mehrere Jahre in ADP und halte das Unternehmen für ein wirklich auch unterschätztes Unternehmen und unterschätzte Aktie und finde das auch wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ja, erstens als ja, so ein bisschen Dividendenwachstumsplay, aber eben auch als einfach Anker im Portfolio, das einfach einen wirklich stabilen Wert sozusagen darstellt und bleibt für mich definitiv ein ja, interessanter Kandidat, auch mal für einen Nachkauf. Ist jetzt nicht meine größte Position oder ähnliches. Also ich würde da definitiv auch nochmal nachkaufen, wenn wir nochmal eine größere Korrektur hier bei ADP abrutschen würden. Ja, lass mich doch mal wissen, was du von ADP hältst. Also schreib es gerne mal in die Kommentare. Vielleicht hast du das Unternehmen ja auch selber im Portfolio. Und dann bedanke ich mich jetzt hier an der Stelle für deine Aufmerksamkeit und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.